Lektion 1: Antike Architektur. Ich finde, moderne Städte sind sehr aufregend zu besuchen. Das stimmt, aber Italien hat eine so reiche Geschichte an unglaublicher Architektur. Ich wollte schon immer mal das Kolosseum in Rom sehen. Die Details in diesen alten Gebäuden sind wirklich erstaunlich. Ich möchte auch die Kanäle in Venedig besuchen. Sie werden sich fühlen, als wären sie in einem anderen Jahrhundert. Ist das Essen wirklich so gut, wie alle sagen? Die Pesta und Pizza sind die besten der Welt. Ich sollte anfangen, eine Reise für den Sommer zu planen. Bringen Sie unbedingt eine sehr gute Kamera für Fotos mit. Ich muss mir mehr Speicherplatz für mein Handy kaufen. Sie werden jeden Tag Hunderte von Fotos machen. Muss ich zuerst die Landessprache lernen? Die meisten Menschen in den Touristengebieten sprechen gut Englisch. Ich werde trotzdem versuchen, ein paar Redewendungen zu lernen. Das ist eine sehr respektvolle Art zu reisen, John. Ich bin bereit, die Schönheit Italiens zu sehen. Das wird eine Reise, die Sie nie vergessen werden. Ich werde heute Abend meinen Flug nach Rom buchen. Lektion 2: Weltreisen. Hi Anna, bist du schon mal international gereist? Ja, ich bin schon in viele verschiedene Länder gereist. Warum fragen Sie mich nach meiner Reisehistorie? Ich suche Inspiration für meinen nächsten Urlaub. Nach dem Studium lebte ich 2 Jahre in Japan. Das klingt nach einem sehr faszinierenden Wohnort. Die Kultur ist ganz anders als unsere eigene. Fiel es Ihnen anfangs schwer, sich anzupassen? Es war eine Herausforderung, aber ich habe viel gelernt. Ich würde sehr gerne Tokio und die Berge besuchen. Du solltest zur Kirschblütenzeit fahren, Anna. Ich habe gehört, dass die Landschaft dann wunderschön ist. Das ist ein Anblick, den man einmal gesehen haben muss. Ich werde Japan auf meine Liste der Reiseziele setzen. Reisen hilft uns, die Welt viel besser zu verstehen. Es lässt uns erkennen, wie groß die Welt ist. Ich freue mich, meine Geschichten mit Ihnen zu teilen. Vielleicht können wir uns beim nächsten Mal Ihre Fotos ansehen. Ich werde mein Reisealbum mit ins Büro bringen. Lektion 3: Der Weckruf. Willkommen in unserem Hotel. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe morgen um 8 Uhr ein sehr wichtiges Meeting. Ich werde dafür sorgen, dass du darauf vorbereitet bist. Kann ich einen Weckruf für 6 Uhr anfordern? Selbstverständlich werde ich den Weckruf für dich einrichten. Ich benötige außerdem ein Taxi zum Bürozentrum. Ich werde einen Fahrer einplanen, der um 7 Uhr eintrifft. Wird das Frühstück vor Sonnenaufgang serviert? Unser Speisesaal öffnet um 5 Uhr morgens. Das passt perfekt in meinen vollen Terminkalender heute Morgen. Gibt es sonst noch etwas, das Sie für Ihr Zimmer benötigen? Ich hätte gern eine zusätzliche Decke und mehr Kaffee. Ich schicke sie Ihnen jetzt gleich auf Ihr Zimmer. Vielen Dank für Ihren ausgezeichneten und sehr schnellen Service. Es ist uns eine Freude, Sie in unserem Hotel zu begrüßen. Ich hoffe, ich kann gut schlafen. Ich werde dafür sorgen, dass es auf Ihrem Boden heute Abend sehr ruhig bleibt. Ich bin jetzt viel entspannter, was mein Treffen angeht.
Ich wünsche dir morgen früh viel Glück. Lektion 4 Stadtansicht. Ich sehe mir Ihre Reservierung in unserem System an. Ich möchte die Details meines Aufenthalts bestätigen. Sie haben ein Doppelzimmer für 3 Nächte angefragt, richtig. Ja, ich habe ein Doppelzimmer mit Stadtblick gebucht. Ihr Zimmer befindet sich im 20. Stock des Hotels. Hat das Zimmer einen Balkon oder große Fenster? Es verfügt über große, bodentiefe Fenster mit herrlicher Aussicht. Ich freue mich darauf, heute Abend die Lichter der Stadt zu sehen. Von Ihrem Zimmer aus können Sie den Hauptpark sehen. Ist die Internetverbindung schnell genug für Videoanrufe? Wir bieten allen unseren Gästen Highspeed-Internet. Das ist sehr wichtig für meine Arbeitsprojekte hier. Hier ist Ihr elektronischer Schlüssel für den Aufzug, Anna. In welche Richtung muss ich gehen, um mein Zimmer zu finden? Biegen Sie links ab und folgen Sie dem Flur bis zum Ende. Ich werde mich jetzt sofort auf mein Zimmer begeben. Ich hoffe, Ihnen gefällt der Blick auf unsere Stadt. Vielen Dank für Ihre Hilfe beim Einchecken. Ich stehe Ihnen gerne zur Verfügung, falls Sie weitere Hilfe benötigen. Lektion 5 Vorbuche. Wir sollten uns für ein Reiseziel entscheiden. Ich schlage vor, dass wir auf die tropischen Inseln fahren. Wir müssen jetzt die Hotelpreise überprüfen. Sollen wir auf einen niedrigeren Preis im nächsten Monat warten? Nein, wir müssen unsere Hotelzimmer im Voraus buchen. Es ist definitiv immer besser, Unterkünfte im Voraus zu buchen. Das wird uns helfen, einen sehr hohen Preis zu vermeiden. Es sorgt außerdem dafür, dass die Zimmer nicht voll belegt sind. Ich habe ein tolles Resort in der Nähe des Blauen Ozeans gefunden. Gibt es gute Bewertungen von anderen Reisenden? Ja, die Leute sagen, der Service dort sei sehr freundlich. Wir sollten den Link mit unseren anderen Freunden teilen. Ich werde die Informationen in den Gruppenchat senden. Wir müssen wissen, wie viele Leute kommen. Ich werde alle bitten, bis morgen Abend zu antworten. Dann können wir die Buchung für die Gruppe abschließen. Eine frühzeitige Planung macht die Reise viel weniger stressig, Anna. Ich stimme zu, dass es eine großartige Idee ist, vorbereitet zu sein. Ich warte Ihre Nachrichten ab, bevor ich bezahle. Lektion 6 in der Nähe des Strandes. Ich suche einen ruhigen Ort zum Entspannen. Auf jeden Fall und achte darauf, dass es in Strandnähe ist. Ich werde heute nach Hotels mit Strandzugang suchen. Ich möchte das Rauschen der Wellen hören. Wir können lange Spaziergänge am Strand machen. Gibt es hier einen Ort, wo wir schwimmen gehen können? Die meisten dieser Resorts verfügen über sehr große Schwimmbecken. Ich bevorzuge das Salzwasser des echten Ozeans. Wir sollten einen Ort mit klarem, blauem Wasser finden. Ich werde nach einer Karte der Küstenlinie suchen. Ich möchte zum Abendessen frische Meeresfrüchte probieren. Viele Küstenorte verfügen über ausgezeichnete Restaurants in Wassernähe. Sollen wir im Juli oder im August fahren, Anna? Im Juli ist es in der Regel weniger voll als im Folgemonat. Ich werde nach einem Flug für diese Zeit suchen. Ich denke schon an die warme, gelbe Sonne. Das wird eine wunderbare Abwechslung von unserer Arbeit sein.
Ich werde mich jetzt nach meiner Sommerkleidung umsehen. Ich bin sehr froh, dass wir zusammenfahren. Lektion 7. Flexible Denkweise. Ich bin etwas nervös wegen unserer langen Reise. Es ist normal, vor einer Reise so zu empfinden. Alles wird ganz anders sein als unser jetziges Leben. Sei einfach flexibel und offen für neue Erfahrungen, John. Manchmal passieren die besten Dinge, wenn wir überrascht werden. Wir werden eine neue Kultur kennenlernen und neue Leute treffen. Ich hoffe, ich kann mit den Anwohnern in Kontakt treten. Wir werden einfache Worte und viele Handgesten verwenden. Das ist eine großartige Gelegenheit, anderen Menschen zu helfen. Wir sollten ein Tagebuch über unsere täglichen Aktivitäten führen. Das ist eine sehr gute Idee, sich alles zu merken. Wir müssen auf jedes Wetter vorbereitet sein. Ich werde einen Regenmantel und auch leichte Kleidung einpacken. Wir werden uns während der gesamten Reise gegenseitig unterstützen. Ich bin froh, dich als meinen Partner zu haben. Wir werden nach dem Ende dieser Mission deutlich stärker sein. Ich werde mich darauf konzentrieren, jeden einzelnen Tag positiv zu sein. Das ist der beste Weg, mit jeder Situation umzugehen. Ich bin bereit, dass unser Abenteuer jetzt beginnt. Lektion 8. Kalifornische Städte. Wir müssen die Karte der Vereinigten Staaten studieren. Beginnen wir heute mit dem Bundesstaat Kalifornien. Heute befinden sich in Kalifornien einige der größten amerikanischen Städte. Los Angeles ist berühmt für seine Filmindustrie. San Francisco ist bekannt für seine wunderschöne rote Brücke. Entlang der Küste gibt es außerdem viele kleinere Städte. Warum leben so viele Menschen in diesem Bundesstaat? Das Wetter ist sehr warm und die Wirtschaft ist stark. Es ist der bevölkerungsreichste Bundesstaat des gesamten Landes. Es gibt dort auch viele wunderschöne Nationalparks zu besuchen. Ich möchte die riesigen Bäume im Yosemite-Nationalpark sehen. Sie gehören zu den ältesten Lebewesen der Erde. Wir sollten die Namen der Städte aufschreiben. Ich werde eine Liste erstellen, die wir auswendig lernen sollen. Vergessen Sie nicht, die Hauptstadt Sacramento mit einzubeziehen. Ich hätte beinahe vergessen, dass Los Angeles nicht die Hauptstadt ist. Das ist ein sehr häufiger Fehler vieler Schüler. Ich bin froh, dass wir diese Fakten gemeinsam prüfen. Wir werden morgen früh für unser Quiz bereit sein. Lektion 9. Eine Nation mit Charakter. Der Redner sprach über die Stärke des Landes. Es war eine sehr inspirierende und sehr formelle Rede. Er beschrieb uns als eine Nation von großem Charakter. Die Amerikaner sind großzügig und stark und außerdem sehr anständig. Diese Werte helfen uns, jede schwierige nationale Krise zu bewältigen. Ich glaube, Freundlichkeit ist die wichtigste menschliche Eigenschaft. In Zeiten schwerer Stürme helfen die Menschen ihren Nachbarn. Genau das macht eine Gemeinschaft wirklich erfolgreich, John. Wir sollten immer versuchen, das Richtige zu tun. Auch wenn es schwer fällt, müssen wir ehrlich bleiben. Integrität ist die Grundlage eines sehr guten Lebens. Ich möchte meinen Kindern diese Werte vermitteln. Es liegt in unserer Verantwortung, mit gutem Beispiel voranzugehen. Die Welt braucht mehr hilfsbereite Menschen.
Wir können damit beginnen, heute freundlich zu allen zu sein. Ich werde der älteren Dame über die Straße helfen. Das ist eine kleine Geste, die großen Charakter beweist. Jede noch so kleine Tat zählt für eine bessere Welt, John. Ich bin stolz darauf, diese Überzeugungen mit Ihnen zu teilen. Lektion 10: Heimwerkerprojekte. Ich habe mir die Pläne für Ihre Küche angesehen. Ich möchte den Raum jetzt moderner gestalten. Ich unterhalte mich immer gern über Hausrenovierungen. Können wir die Kochfläche zusätzlich beleuchten? Ja, wir können helle Leuchten unter den Schränken anbringen. Ich möchte außerdem ein größerer Spülbecken zum Geschirrspülen. Ich werde ein hochwertiges Edelstahlmodell finden. Wird die Renovierung länger als 2 volle Wochen dauern? Es wird ungefähr 10 Tage dauern, bis alles fertig ist. Ich werde vorübergehend einen tragbaren Kocher benötigen. Ich werde versuchen, die Arbeit so schnell wie möglich zu beenden. Welche Farbe sollte ich deiner Meinung nach für die Wände wählen? Ein helles Blau oder Weiß lässt es größer wirken. Wie gefällt die Idee einer hellen und sauberen Küche? Ich bringe Ihnen morgen einige Farbmuster mit. Vielen Dank für Ihre professionelle Beratung zu diesem Projekt. Ich möchte, dass Sie mit Ihrem Zuhause zufrieden sind. Ich freue mich darauf, bald das Endergebnis zu sehen. Ich werde am Montagmorgen mit der Arbeit beginnen, Anna. Lektion 11: Strategien verwässern. Unsere aktuellen Umsatzzahlen liegen unter unseren Erwartungen. Wir müssen einen Weg finden, mehr Kunden zu gewinnen. Ich werde an der Verbesserung unserer Marketingstrategien arbeiten, Anna. Großartig, lasst es uns gemeinsam als Team umsetzen. Wir sollten soziale Medien nutzen, um jüngere Menschen zu erreichen. Das ist ein sehr kluger und sehr moderner Ansatz. Müssen wir das Design unseres Produkts ändern? Ein schlichteres Design könnte heute ansprechender sein. Ich werde das Design-Team um neue Ideen bitten. Wir müssen auch einen besseren Preis anbieten. Wir könnten einen kleinen Sonderverkauf für die Feiertage starten. Das würde mehr Menschen dazu ermutigen, unsere Marke auszuprobieren. Ich werde eine Präsentation für die Vorstandssitzung vorbereiten. Ich werde die Daten über unsere Hauptkonkurrenten zusammentragen. Wir müssen bei unserem neuen Plan sehr präzise vorgehen. Erfolg erfordert viel harte Arbeit und Konzentration. Ich bin zuversichtlich, dass unsere Zahlen bald steigen werden. Ich freue mich darauf, die neue Strategie in Aktion zu sehen. Wir treffen uns um 9 Uhr im Büro. Lektion 12: Aktiv bleiben. Ich habe heute Morgen einen sehr langen Spaziergang gemacht. Ich versuche aktiv zu bleiben und du. Das ist großartig. Ich habe versucht, mehr zu tun. Ich bin vor kurzem einem örtlichen Schwimmverein beigetreten. Schwimmen ist eine großartige Möglichkeit, den Körper zu trainieren. Es ist sehr schonend für meine Knie und Gelenke. Gehst du jeden Tag ins Schwimmbad? Ich gehe 3-mal pro Woche, bevor ich zur Arbeit gehe. Ich trainiere am liebsten mit Gewichten im örtlichen Fitnessstudio. Fühlen Sie sich dadurch stärker und gesünder? Ja, ich habe jetzt nachmittags mehr Energie. Wir sollten demnächst mal zusammen einen Yogakurs besuchen.
Ich bin nicht sehr flexibel, aber ich werde es versuchen. Yoga ist gut für Körper und Geist. Ich werde nach einem Anfängerkurs suchen, Anna. Es ist eine schöne Möglichkeit, nach einem langen Tag zu entspannen. Ich schaue jetzt auf meinem Handy nach dem Fahrplan. Ich hoffe, wir finden am Samstag einen Kurs. Ich werde für uns an diesem Wochenende 2 Plätze reservieren. Lektion 13. Vorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg. Du scheinst etwas besorgt wegen deines Vorstellungsgesprächs zu sein. Ich möchte diese Stelle in der Firma unbedingt bekommen. Ich verstehe das vollkommen. Vorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg. Hast du dich über das Unternehmen und seine Geschichte informiert, John? Ja, ich habe heute online über ihre neuen Projekte gelesen. Sie sollten jetzt auch das Beantworten gängiger Interviewfragen üben. Ich mache mir Sorgen wegen der Frage nach meinen Schwächen. Sei ehrlich, aber zeige, wie du dich verbesserst. Das ist ein sehr guter und hilfreicher Ratschlag. Sie sollten außerdem einen sehr formellen und sauberen Anzug tragen. Ich besitze einen blauen Anzug, der sehr professionell wirkt. Bitte erscheinen Sie 10 Minuten vor Beginn. Ich werde morgen den Verkehr auf meinem Handy überprüfen. Sie sind für diese Stelle bestens qualifiziert, keine Sorge. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihre freundlichen Worte. Ich bin sicher, dass Sie den Manager beeindrucken werden. Ich werde mein Bestes tun, ganz ruhig zu bleiben. Rufen Sie mich an, sobald das Vorstellungsgespräch beendet ist. Ich werde dir berichten, wie es gelaufen ist, Anna. Lektion 14. Gemeinsame Probleme. Ich las gerade über die Bedeutung der nationalen Einheit. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass wir eins sind. Die Probleme eines pensionierten Lehrers sind auch unsere Probleme. Das stimmt, wir müssen uns um unsere Älteren kümmern. Und die Zukunft des Kindes in Buffalo ist wichtig. Jedes Kind verdient eine sehr gute Ausbildung und Sicherheit. Wir tragen Verantwortung für das Wohlergehen anderer. Eine funktionierende Gesellschaft kümmert sich um alle ihre Bürger, John. Wir sollten zusammenarbeiten, um unsere großen Probleme zu lösen. Armut und Gesundheit sind Dinge, die hier jeden betreffen. Ich möchte mich ehrenamtlich bei der örtlichen Tafel engagieren. Das ist eine tolle Art, seine Unterstützung zu zeigen. Gemeinsam können wir etwas bewirken. Kleine Handlungen können zu sehr großen positiven Veränderungen führen. Ich werde meine Freunde um Hilfe bitten. Je mehr Menschen helfen, desto besser. Ich bin froh, dass wir in diesen wichtigen Punkten übereinstimmen. Wir müssen weiterhin über diese gesellschaftlichen Themen sprechen. Ich werde einen Artikel für die Lokalzeitung schreiben. Lektion 15. Die Freude an der Musik. Ich höre immer Musik, wenn ich arbeite. Es weckt Emotionen und bereichert mein Leben mit Freude. Und du, Anna, spielst du ein Instrument? Ich spiele Klavier, seit ich 6 Jahre alt bin. Ich finde, dass mir klassische Musik hilft, mich zu konzentrieren. Ich bevorzuge Jazz, weil er sehr kreativ und frei ist. Musik hat die Kraft, Menschen miteinander zu verbinden, John. Es ist eine Sprache,
die jeder gut verstehen kann. Ich möchte Gitarre spielen lernen. Es ist ein sehr handliches und unterhaltsames Instrument zum Erlernen. Übst du jetzt jeden Tag Klavier? Ich versuche, mindestens eine Stunde zu üben. Deshalb bist du ein so talentierter Musiker. Es braucht viel Geduld, um gut zu werden. Ich werde heute Abend zu einem Konzert im Park gehen. Ich würde sehr gerne mit Ihnen zusammen Musik machen. Ich bringe eine Decke mit, auf der wir sitzen können. Ich werde ein paar Snacks mitbringen, die wir genießen können. Ich freue mich schon auf die wunderschönen Lieder, Anna. Lektion 16. Fragen Sie ruhig. Dein Computer sollte jetzt sehr schnell funktionieren, Anna. Vielen Dank, dass Sie diesen schwierigen Fehler behoben haben. Es ist mir ein Vergnügen, ich helfe Ihnen gerne. Ich hatte Angst, meine Dateien zu verlieren. Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie diese gerne stellen. Ich werde meine Daten auf jeden Fall sichern. Das ist eine sehr sichere Gewohnheit für jeden Benutzer. Meinen Sie, ich brauche ein neueres Antivirenprogramm? Die aktuelle Version ist gut, aber halten Sie sie auf dem neuesten Stand. Ich werde ab jetzt jeden Montagmorgen nach Updates suchen. Sie können es auch so einstellen, dass es sich automatisch aktualisiert. Das wird mir viel Zeit und Mühe ersparen. Ich kann Ihnen jetzt zeigen, wie das geht. Du bist ein sehr netter und sehr kluger Freund. Mir macht es Spaß, solche technischen Rätsel zu lösen, Anna. Als Dankeschön für deine Hilfe lade ich dich auf einen Kaffee ein. Das ist nicht notwendig, aber ich werde es akzeptieren. Lass uns in das Café gegenüber gehen. Ich bin bereit für eine kurze Auszeit von der Arbeit. Lektion 17. In der Nähe des Fensters. Ich freue mich, dass Sie heute dabei sein konnten. Das Restaurant ist zur Mittagszeit sehr voll. Ich suchte mir einen Tisch in der Nähe des großen Fensters aus. Warum hast du dir gerade diesen Platz zum Sitzen ausgesucht? Wir könnten uns also die Leute ansehen, die draußen vorbeigehen. Das ist ein sehr guter Ort, um Leute zu beobachten, John. Mir gefällt auch das natürliche Licht für unser Treffen. Die Speisekarte sieht heute sehr lecker und sehr abwechslungsreich aus. Ich werde die Tagessuppe bestellen. Ich nehme den frischen Gartensalat mit Hähnchen. Dieser Ort ist berühmt für seinen sehr schnellen Service. Das ist gut, denn ich muss wieder arbeiten gehen. Wir sollten während des Wartens über unser Projekt sprechen. Ich habe einige neue Ideen für den Marketingplan. Ich bin gespannt, was Sie herausgefunden haben. Ich denke, wir sollten uns auf die digitalen Anzeigen konzentrieren. Ich stimme zu, dass das Internet der beste Weg ist. Unser Essen kommt sehr schnell an den Tisch. Lass uns unser Essen und unser Gespräch genießen, Anna. Lektion 18. Ressourcen zuweisen. Unser Team hat für dieses Jahr ein ganz klares Ziel. Ausgezeichnet. Wir verfolgen dasselbe Ziel für die Veranstaltung. Wie wäre es, wenn wir Ressourcen für die Hauptbühne bereitstellen? Wir müssen auch Geld für die Sicherheit sparen. Ich werde die Kosten für die Tonanlage prüfen.
Wir müssen unbedingt darauf achten, dass wir unser Budget einhalten. Sollen wir mehr Personal für das Eingangstor einstellen? Ein paar weitere Freiwillige wären sehr hilfreich, John. Ich werde eine E-Mail an das örtliche Kolleg schicken. Viele Studenten möchten Erfahrung im Eventmanagement sammeln. Wir können Ihnen eine Teilnahmebescheinigung ausstellen. Das ist eine sehr gute Möglichkeit, Hilfe zu finden. Ich werde den Ressourcenplan bis Freitagabend fertigstellen. Ich werde heute nach einem günstigeren Catering-Unternehmen suchen. Wir müssen die hohe Qualität der Lebensmittel beibehalten. Ich werde ein Unternehmen mit sehr guten Bewertungen finden. Ich vertraue deinem Urteilsvermögen in dieser wichtigen Angelegenheit, Anna. Wir werden dies zum besten Event des Jahres machen. Ich treffe Sie morgen hier, um Ihnen ein Update zu geben. Lektion 19. Beruhige sie. Wir fahren in 2 Stunden aufs Land. Ich mache mir Sorgen, dass die Hunde Angst bekommen werden. Decken können Ihnen während der langen Autofahrt helfen, sich zu beruhigen. Gute Idee, ich werde ihre Lieblingsgerichte einpacken. Wir sollten auch einige Ihrer üblichen Spielsachen mitbringen. Das wird ihnen helfen, sich dort heimischer zu fühlen. Ist in den tragbaren Futternäpfen genügend Wasser? Ich werde sie volltanken, bevor wir ins Auto steigen. Wir müssen stündlich eine kurze Pause einlegen. Auch die Katzen brauchen einen sicheren Schlafplatz. Ich habe Ihre Transportboxen auf den Rücksitz gestellt. Ich hoffe, sie bleiben ganz ruhig und still. Wir werden leise Musik spielen, um Sie zu entspannen. Tiere reagieren sehr empfindlich auf unsere lauten Stimmen. Wir sollten in einem sehr leisen und ruhigen Ton sprechen. Ich freue mich auf unsere Zeit in der Natur. Die Haustiere werden es lieben, im grünen Gras herumzulaufen. Das wird eine sehr gesunde Reise für alle. Ich bin jetzt bereit, mit dem Beladen des Autos zu beginnen. Lektion 20. Lokale Küche. Ich bin nach unserem langen Flug heute sehr hungrig. Die Rezeptionistin sagte, es gebe ein gutes Lokal in der Nähe. Sie bieten köstliche Meeresfrüchte und eine sehr feine regionale Küche. Super, wann schließen Sie abends? Sie haben bis 11 Uhr abends geöffnet, Anna. Das gibt uns genügend Zeit, uns vorzubereiten. Soll ich einen Anzug oder ein legeres Hemd tragen? Ein legeres Hemd ist perfekt für ein Essen am Meer. Ich möchte den Tagesfisch probieren. Ich hoffe, Sie haben auch ein paar vegetarische Gerichte für mich. Die meisten Lokale hier vor Ort bieten mittlerweile eine sehr vielfältige Speisekarte an. Wir sollten einen Tisch auf der Terrasse reservieren. Die Nachtluft wird sehr kühl und angenehm sein. Ich hole meine leichte Jacke aus dem Koffer. Ich treffe Sie in 5 Minuten in der Lobby. Ich freue mich darauf, die lokale Kultur hier kennenzulernen. Das Probieren neuer Gerichte ist das Beste am Reisen. Ich stimme zu, dass es die Reise unterhaltsamer macht. Ich werde dir den Weg zum Restaurant zeigen, Anna. Lektion 21. Fitnessprogramm. Mir geht es viel besser, seit ich wieder mit dem Sport angefangen habe. Ja, ich habe versucht, ins Fitnessstudio zu gehen. Wie oft gehst du ins Fitnessstudio, Anna?
Ich gehe normalerweise mindestens dreimal pro Woche. Und du, bevorzugst du den Morgen oder den Abend? Ich finde, der Abend passt mir am besten. Ich gehe am liebsten früh morgens. Mir fällt es sehr schwer, früh aufzustehen. Es hilft mir sehr, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren. Benutzt du das Laufband oder die schweren Gewichte? Ich verbringe die meiste Zeit im Kraftraum. Ich bevorzuge die Yogakurse und das Schwimmbad. Konstanz ist der wichtigste Bestandteil jeder Routine. Ich versuche auch, mich gesünder zu ernähren. Ich koche meine Mahlzeiten jetzt selbst zu Hause. Das ist eine sehr gute Möglichkeit, die Ernährung zu kontrollieren. Wir sollten mal an einem Samstagmorgen zusammen Sport machen. Ich werde versuchen, für diese Trainingseinheit früh aufzustehen. Ich schicke dir eine SMS, um dich aufzuwecken. Lektion 22. Vom Lesen mitgerissen. Warum kaufst du jeden Monat so viele Bücher? Ich liebe das Gefühl, ein echtes Papierbuch in den Händen zu halten. Ich lese am liebsten alles auf meinem Tablet. Das Lesen eines Romans ist für mich ein ganz besonderes Erlebnis. Es ist, als würde man durch das Lesen in verschiedene Länder versetzt. Ich kann in die Vergangenheit oder in eine zukünftige Welt reisen. Ich lese gerade ein Buch über die Geschichte der Antike. Ich bevorzuge Geschichten über Menschen und ihr komplexes Leben. Bücher helfen uns zu verstehen, wie andere Menschen denken. Sie fördern unser Einfühlungsvermögen und unsere kreative Vorstellungskraft. Wie viele Seiten lesen Sie täglich? Ich versuche vor dem Schlafengehen 50 Seiten zu lesen. Das ist eine sehr gute Möglichkeit, den Geist zu entspannen. Das ist viel besser, als auf dem Fernsehbildschirm zu schauen. Ich werde mir ein neues Science-Fiction-Buch suchen. In diesem Regal steht ein sehr beliebtes Exemplar. Ich werde das erste Kapitel lesen, um zu sehen, ob es mir gefällt. Ich bin sicher, Sie werden es sehr interessant finden. Ich werde es mir kaufen und heute Abend mit dem Lesen beginnen. Lektion 23. Trompeterschwäne. Dieser See ist ein sehr friedlicher Ort für die Natur. Ich sehe viele verschiedene Vogelarten im Wasser. Vögel, insbesondere Wasservögel, sind hier das ganze Jahr über häufig anzutreffen. Welche konkreten Arten können wir im Winter beobachten? Dazu gehören die Trompeterschwäne und die Kanadagänse. Der Trompeterschwan ist der größte Vogel Amerikas. Ihr weißes Gefieder leuchtet in der Sonne sehr hell. Ich kann hören, wie sie ein sehr lautes Geräusch machen. Es klingt wie eine Trompete, was auch ihr Name ist. Sind sie in diesem Teil des Bundesstaates selten zu sehen? Sie waren selten, aber ihre Population wächst jetzt. Es ist wunderbar, sie in freier Wildbahn zu sehen. Wir müssen ganz leise sein, damit wir sie nicht erschrecken. Ich werde ein Foto mit meinem Teleobjektiv machen. Seht nur, wie anmutig sie über das Wasser gleiten. Die Natur ist wahrlich etwas sehr Schönes zu beobachten. Ich könnte den ganzen Tag hier bleiben und ihnen zusehen. Wir sollten beim nächsten Mal etwas zu essen mitbringen. Ich werde daran denken, uns ein paar Sandwiches einzupacken. Lektion 24. Selbstbewusst und entspannt.
Du hast viele schöne Kleider in deinem Kleiderschrank, Anna. Ich bin mir nicht sicher, welches das Richtige für heute Abend ist. Das schwarze Kleid ist sehr elegant und sehr formell. Ich möchte etwas, das mir ein sehr sicheres Gefühl gibt. Selbstbewusstsein ist das Beste, was man tragen kann. Aber ich möchte es auch die ganze Nacht über sehr bequem haben. Das blaue Seidenkleid sieht sehr weich und leicht aus. Ich finde, es ist perfekt für eine Sommerebenparty. Es passt sehr gut zu ihrer Augenfarbe. Soll ich High Heels oder meine flachen Schuhe tragen? Hohe Absätze sehen toll aus, aber flache Schuhe sind bequemer. Ich werde die High Heels zum Abendessen tragen. Du kannst deine Schuhe später wechseln, wenn du möchtest. Das ist eine sehr kluge und sehr praktische Idee. Ich werde meinen schwarzen Anzug tragen, passend zu dir. Wir werden das bestaussehende Paar bei der Veranstaltung sein. Ich bin bereit zu gehen, wann immer Sie bereit sind. Gib mir noch 10 Minuten, um meine Haare fertig zu machen. Ich werde im Wohnzimmer auf dich warten. Lektion 25. Prioritätsstufen. Ich habe diese Woche noch so viele Aufgaben zu erledigen. Wie schaffen Sie es, alles pünktlich zu erledigen? Selbstverständlich weise ich jeder Aufgabe eine bestimmte Prioritätsstufe zu. Richten Sie die Einstufung nach der Dringlichkeit der Aufgabe. Ja, ich konzentriere mich zuerst auf die dringendsten Dinge. Ich nutze einen digitalen Kalender, um meine Abgabetermine im Blick zu behalten. Ich schreibe Listen lieber auf ein Blatt Papier. Es fühlt sich gut an, einen Punkt von der Liste abzuhaken. Es vermittelt mir das Gefühl, jeden Tag echte Fortschritte zu machen. Was tun Sie, wenn eine Aufgabe sehr schwierig ist? Ich zerlege es in viele kleine und einfache Schritte. Dadurch fühlt es sich für mich viel weniger überwältigend an. Wir sollten unseren Tag immer am Abend zuvor planen. Das hilft mir, sehr schnell in den Tag zu starten. Ich werde versuchen, so organisiert zu sein wie du. Wir können unsere Tipps für mehr Produktivität austauschen. Ich schicke dir ein Foto meiner neuen Liste. Ich hoffe, du beendest deine Arbeit heute frühzeitig, John. Ich werde hart daran arbeiten, das zu erreichen.